Was steckt hinter dem Begriff Ripple und wie hängt Ripple mit XRP zusammen? Welche Rolle spielt XRP als der Bankencoin? Was hat es mit Ripple und der SEC-Klage auf sich? So, hallo und herzlich willkommen. Ich bin Miss Krypto und begleite dich in diesem ersten XRP-Video rund um den Begriff Ripple. Im zweiten XRP-Video geht es dann hauptsächlich um den XRP-Ledger und die Kryptowährung XRP. Die Videos sind so aufeinander aufgebaut, sodass du nach beiden Videos das etwas schwierigere Thema Ripple und XRP besser verstehen müsstest. Lass uns gleich mit dem ersten Thema starten. Falls du neu hier bist, klick noch schnell auf den Abo-Button, um auch in Zukunft mit dabei zu sein. Zunächst erst einmal in aller Kürze, was ist Ripple, was ist das RippleNet und was ist XRP? Ripple ist ein privates Unternehmen, welches insbesondere Softwarelösungen für Finanzinstitute und Zahlungsdienstleister anbietet. Das RippleNet ist die digitale Zahlungsplattform von Ripple. Das RippleNet befindet sich wiederum auf einem speziellen Distributed Ledger, also übersetzt auf einem verteilten Hauptbuch. Ein verteiltes Hauptbuch ist so etwas wie eine dezentrale Datenbank von Transaktionen im Internet. Das verteilte Hauptbuch trägt den Namen XRP Ledger und ist im Gegensatz zur Distributed Ledger Technologie von Bitcoin keine Blockchain-Technologie. XRP Ledger ist ein Open-Source-Protokoll, auf dem neben RippleNet auch weitere Anwendungen laufen. XRP ist der Token, der dem Zahlungsnetzwerk von Ripple zugrunde liegt und die systemeigene Kryptowährung auf dem XRP Ledger. Der XRP Ledger ist jedoch so entwickelt worden, dass auch andere digitale Assets und Währungen über das Hauptbuch genutzt werden können. Das Unternehmen Ripple wurde im Jahr 2012 unter dem Namen OpenCoin Inc. gegründet. 2015 benannte sich das Unternehmen dann in Ripple um. Zum heutigen Stand des Videos ist XRP auf Rang 6 von CoinMarketCap gelistet und verfügt über eine aktuelle Marktkapitalisierung von rund 24 Milliarden Euro. Als nächstes befassen wir uns in diesem XRP-Video schwerpunktmäßig mit dem Unternehmen Ripple. Was genau macht Ripple also eigentlich? Dazu müssen wir uns erst einmal anschauen, welches Problem Ripple aus der Sicht von dir und eines Finanzinstituts lösen möchte. Ein Beispiel. Du möchtest deinem Verwandten Geld aus deiner Heimat nach Japan überweisen, wo er wohnt, aus welchen Gründen auch immer. Da geht's auch schon los. Du musst eine Auslandsüberweisung tätigen, das kannst du über deine Hausbank machen oder auch über andere Anbieter. In aller Regel fallen dabei einige Gebühren für dich an, zum Beispiel Gebühren für den Wechselkurs von Euro in die japanische Währung Yen, insbesondere dann, wenn der Kurs gerade schlecht ist. Dann zum Beispiel zweitens die Gebühren, dass die Bank für dich das Geld von Euro auch in Yen wechselt. Häufig ist dir vielleicht gar nicht bewusst, wie viele Yen dein Freund dann erhält, wenn du ihm einfach mal nur 1000 Euro überweisen möchtest. Banken übernehmen das für dich. Allerdings müssen diese dafür einfach ausgedrückt genug Vorrat der anderen Währung haben, damit sie das auch übernehmen können. Bei internationalen Zahlungen ist die Liquidität aufgrund der Preisschwankungen häufig geringer und die Transaktion wesentlich instabiler als eine Inlandsüberweisung. Dafür müssen die Banken nun Devisen an- und verkaufen, also Geld in einer anderen Währung als Euro. Ihr angekauftes Geld lagern die Banken dann auf sogenannten Nostro-Konten. Und wie du selbst weißt, ist das Führen eines Kontos nicht gerade immer ein günstiges Geschäft. Banken zahlen für ihre Nostro-Konten viele Gebühren, sodass gerade kleinere und mittlere Banken lieber Gebühren an größere Banken abdrücken, die ihnen dann wiederum Liquidität in der anderen Währung stellen, anstatt selbst solche Konten zu führen. Und dann gibt es zum Beispiel auch drittens Überweisungsgebühren oder SWIFT-Gebühren. Die belgische Genossenschaft SWIFT bietet derzeit als Marktführer ein Telekommunikationsnetzwerk mit einem Messenger-Service über das sogenannte SWIFT-Net an, über welches Banken international kommunizieren, wenn sie Geld transferieren. Also Bank A von dir sendet eine Nachricht an die Bank B von deinem japanischen Freund, dass eine Summe X transferiert wird. Für eine einzige internationale Transaktion so viel Aufwand und so viele Gebühren für dich und für eine Bank, oder? Das war aber noch nicht alles, denn ein Freund aus Japan braucht das Geld am besten sofort. Angesichts der Tatsache, dass grenzüberschreitende Zahlungsaufträge teils mehrere Tage bis zur Gutschrift benötigen, keine besonders effiziente Lösung, oder? Wenn du deine Überweisung in Auftrag gibst, kann es schon mal etwas schwierig werden, wenn dein Geld transparent verfolgt werden sollte. Zwischen Bank A und Bank B liegen manchmal etliche Korrespondenzbanken in einem Geflecht dazwischen. Es ist nicht genau kalkulierbar. Das macht es nicht nur manchmal verwirrend, sondern auch nicht sicher und das ständige Rückfragen zwischen den Banken ist auch nicht gerade immer sinnvoll. Nach dem Motto, umso mehr Köche, umso mehr verderben den Brei. Und wenn du dir jetzt noch vorstellst, dass nicht nur dein japanischer Freund mal eben 1000 Euro benötigt, sondern manche Konzerne milliardenschwere Geschäfte tätigen müssen. Durch SWIFT kann eine Überweisungsinformation zwar recht einfach erfolgen, doch häufig werden solche Informationen auch über den Prozess verändert oder können verloren gehen.
Dann weicht der Betrag vielleicht vom anfänglichen Betrag ab, weil die Zwischenbanken ja ihre jeweils unterschiedlichen Gebühren abziehen und dann muss das ja alles wieder aufwendig abgestimmt werden und so weiter und so weiter. Und jetzt kommt Ripple ins Spiel. Was will Ripple und welche Rolle spielt XRP im RippleNet? Ripple will Finanzdienstleistern ein Zahlungssystem auf Basis der Distributed Ledger Technologie, dem XRP Ledger, zur Verfügung stellen, um internationale Transaktionen kostengünstiger, transparent, sicher und augenblicklich in Form eines sogenannten Echtzeit-Protosystems zu tätigen. Das Netzwerk soll so skaliert werden, dass 50.000 Transaktionen pro Sekunde durchgeführt werden könnten. Das wäre vergleichbar mit Visa. Das RippleNet setzt sich aus verschiedenen Softwarelösungen zusammen, derzeit dem Xcurrent, dem Xvia und dem ODL, das war das frühere Xrapid. Die einzelnen Dienste können teils auch ohne XRP genutzt werden. Im RippleNet vernetzen sich Banken, Zentralbanken oder Payment Provider mit dem Datenbank- und Kommunikationssystem Xcurrent untereinander, korrespondieren, transferieren und können Transaktionen schnell und sicher auf Basis des verteilten Hauptbuchs rückverfolgen. Xvia ist eine Art Schnittstellenprodukt zu den einzelnen Softwarelösungen und anderen dritten Softwarelösungen. Das Produkt On-Demand Liquidity, kurz ODL, bietet nun darüber hinaus die Möglichkeit, die Kosten von Nostro-Konten und Devisengeschäften zu senken und dennoch eine ausreichende Liquidität sicherzustellen. Und zwar mit Hilfe von XRP. XRP ist der native Token von Ripple und eben auch die systemeigene Währung auf dem XRP-Ledger. XRP hat keinen zugrunde liegenden Vermögenswert und ist nicht an einen US-Dollar oder einen Goldpreis gebunden, das heißt, es unterliegt nicht einem solchen Wechselkurs. Somit kann XRP im RippleNet effizient als sogenannte Brückenwährung benutzt werden. Eine Bank, die XRP besitzt und als Liquidität zur Verfügung stellt, tauscht innerhalb von 3 Sekunden die eine Währung über die Brücke XRP in die andere Währung. In unserem Beispiel von vorhin Euro über XRP in japanische Yen. XRP ist schneller, kostengünstiger und höher skalierbar als ein anderes digitales Asset konzipiert worden. Unabhängig davon ist der Ledger so entwickelt, wie ich vorhin bereits erwähnt hatte, dass prinzipiell neben XRP auch jede andere digitale Währung von Banken auf der Plattform verwendet werden könnte, um Transaktionen durchzuführen. Das RippleNet ist bisher über 55 Länder weltweit verbreitet, der On-Demand-Service im RippleNet bisher nur im australischen und südostasiatischen Raum erhältlich. Eine Wahnsinnsleistung, solch ein Netzwerk aufzustellen. Wer hat sich solch eine Vision ausgedacht und wer steckt hinter dem Unternehmen Ripple? Der Gedanke einer Online-Community, ein globales Zahlungsnetzwerk zu schaffen, machte seine Anfänge bereits schon 2004. Erst 2012 wurde jedoch dann das heutige Unternehmen Ripple gegründet, damals unter dem Namen OpenCoin Inc. durch Chris Larsen und Jed McCaleb. Chris Larsen gehört auch heute noch zu den Vorstandsmitgliedern. Vor Ripple war Larsen unter anderem auch an der Gründung von Prosper und eLoan beteiligt. Prosper ist eine Peer-to-Peer-Kreditplattform, eLoan ein Pioniersunternehmen aus der Online-Kreditbranche. Jed McCaleb ist ein amerikanischer Softwareentwickler und stieg 2013 von Ripple aus, um später dann die Plattform Stellar Loom mit dem Token XLM mitzuentwickeln. Mittlerweile arbeiten für Ripple über 500 Beschäftigte an über 9 internationalen Standorten. Als weitere derzeitige Teammitglieder dürfen für dich vielleicht noch Brad Garlinghouse und David Schwartz interessant sein. Brad ist derzeitiger CEO von Ripple und Vorstandsmitglied. Zuvor war er CEO von Hightail, einem bekannten Cloud-Dienstanbieter. Davor war er für AOL tätig, um 2000 herum einer der weltweit größten Internetdienstanbieter und Yahoo. David Schwartz ist aktueller Chief Technology Officer, also CTO von Ripple. Er hat als einer der ersten Architekten außerdem den XRP Ledger mitentwickelt und war davor CTO bei einem Softwareentwickler Webmaster Incorporated. Auch bei CNN und der amerikanischen NSA hat er verschiedene Messaging-Systeme mitentwickelt. Welche Partnerschaften konnte Ripple bisher schließen und wer investiert in Ripple? Bisher arbeiten schon über 300 Konzerne aus dem Finanzsektor aus über 55 Ländern mit Ripple zusammen, darunter auch einige namhafte Partner. Einige wichtige Finanzinstitute wären hier zum Beispiel The Bank of America, Santander, American Express, das ist einer der führenden Herausgeber von Kreditkarten, die größte Bank von Kanada, die Royal Bank of Canada oder zum Beispiel auch die Western Union, ein Dienstleister für weltweite Bargeldtransfers mit Sitz in den USA. Außerdem wäre dann da noch die zweitgrößte Bank Spaniens dabei, außerdem die drittgrößte Bank in Indien, die Axis Bank, die Unicredit oder zum Beispiel auch die Mitsubishi UFG, das ist die größte Bank in Japan.
Zu den Investoren von Ripple zählen unter anderem große strategische Konzerne wie zum Beispiel Accenture oder Risikokapitalgesellschaften wie Andreessen Horowitz, die auch zum Beispiel in Unternehmen wie Airbnb, Twitter, Coinbase oder Uniswap investiert haben. Ziel ist es von Ripple, alle Partner ins RippleNet zu schließen und für alle standardisierte Bedingungen bereitzustellen, um mit Kosteneinsparungen sowie innerhalb von Sekunden Transaktionen weltweit durchzuführen. Ripples Vision scheint vor dem Absprung zu stehen und dem Marktführer Swift starke Konkurrenz zu machen. Doch so sehr wie noch nie in Ripples Historie steht das Unternehmen momentan an einem wichtigen Scheidepunkt. Im Dezember 2020 reichte die SEC, das ist die US-Börsenaufsichtsbehörde, eine Klage gegen Ripple ein. Ripple solle demnach nicht registrierte Wertpapiere in Form von XRP-Tokens verkauft haben und so 1,4 Milliarden Dollar eingenommen haben. Ripple reagierte noch am gleichen Tag mit der Antwort darauf, dass XRP eine Währung sei und daher nicht als Investitionsvertrag im Sinne eines Wertpapiers registriert werden müsse. Durch die Klage wurde ein gigantischer Stein in der Kryptowelt ins Rollen gebracht, auch wenn nur ein Unternehmen mit einem eng verbundenen Asset angeklagt wurde. Denn derzeit gibt es nur vage Regulierungen der Finanzbehörden zum Thema Kryptowährungen. Wie sollen Kryptos mit mehr als nur dem Use Case eines reinen Zahlungsmittels eingestuft und integriert werden, ohne die weltweite Finanzwelt zu schädigen? In der nächsten Etappe des Streits um Ripple und XRP soll nun laut aktuellem Stand noch im Juli 2021 der ehemalige SEC-Beamte Hinman über XRP befragt werden. Hinman soll 2018 ausgesagt haben, dass Bitcoin als Kryptowährung sowie ETH aus dem Ethereum-Netzwerk aufgrund ihrer dezentralen Struktur ebenso keine Wertpapiere darzustellen scheinen. Es bleibt spannend, wann und wie sich der Streit beilegen lassen wird. Ich könnte dir an dieser Stelle noch viel mehr Details im Rechtsstreit nennen, doch so schnell wie sich dieser Streit entwickelt, so schnell wäre dieses Video wieder veraltet. Und wer weiß, vielleicht ist es das auch schon wieder bereits. Für sowas halte dich am besten auch immer wieder selbst auf dem Laufenden, auch unabhängig von mir. Mein Fazit zu Ripple? 3 Punkte dazu. Erstens. Ripple ist ein privates Unternehmen, welches mit seinem bereits weitreichenden Zahlungsnetzwerk Lösungen für Probleme im internationalen Zahlungsverkehr anbieten und damit einen neuen Standard erheben kann. Durch die kryptografische Absicherung bei bereits geringen Transaktionsgebühren können zahlreiche Transaktionen zwischen kleineren wie größeren Banken in Sekundenschnelle und über den Ledger transparent getätigt werden. Und das kommt nicht nur dem Bankensystem zugute, sondern indirekt auch uns. Ob privat oder unternehmerisch, unsere Geldaufträge kommen international einfach schneller und kostengünstiger für uns an. Das RippleNet ist wieder einmal ein ideales Beispiel für unsere immer stärker vernetzte Welt und global fortschrittliches Denken. Viele große wie kleine Partnerbanken sind bereits Teil des RippleNets und haben bereits viele Produkte aus dem RippleNet erfolgreich implementieren können. Oft dauert es Jahre, bis solche neuen Technologien auch von großen Konzernen eingeführt werden können und mit alten Systemen kompatibel geschaltet werden. Sollte Ripple also einen langen Atem auch über die SEC-Klage hinaus behalten, so bietet Ripple dem Unternehmen Swift einen starken Konkurrenten, wenn es um den Standard für internationale Fiat-Geldtransaktionen geht. Der zweite Punkt ist der folgende. Ripple enthüllt ungewollt nun ein bisher nicht beantwortetes Problem bei Kryptowährungen, und zwar die Frage nach der Betrachtung und Behandlung einer Kryptowährung. Gibt es überhaupt eine echte Kryptowährung? Wie sehr dezentral muss eine Kryptowährung geführt werden, um auch als autonomes System der Bitcoin-Vision Rechnung zu tragen? Vielleicht bietet die derzeitige SEC-Klage an Ripple endlich Klarheit in der regulatorischen Betrachtung. Anhand Ripple und der damit verbundenen Kryptowährung XRP würde somit beispielhaft für viele weitere digitale Assets wichtige Fragen für die Zukunft geklärt werden können. Und zu guter Letzt noch eine dritte Sache. Eine klare Trennung der Begriffe Ripple und XRP ist meines Einschätzens nach für viele Menschen, die in Ripple investieren, häufig schwer auseinanderzuhalten. Häufig werden Ripple, XRP oder der XRP-Ledger synonym verwendet. So entsteht Verwirrung und gerade wenn du dich zum Beispiel im Internet für solche Kryptoprojekte informieren möchtest und jeder die Begriffe ein wenig anders verwendet, halte ich das etwas unpraktisch. Es war mir daher ein persönliches Anliegen, in diesem Video zunächst mehr auf das Unternehmen Ripple einzugehen und dann eben im anschließenden Video mehr auf XRP, um die Unterschiede und Schnittstellen herauszuarbeiten. So, und damit sind wir auch schon am Ende angekommen. Falls du Fragen hast oder ein Feedback, so schreib mir einfach einen Kommentar unter die Videobeschreibung. Was denkst du über Ripple? Was kannst du mit XRP alles machen? Wo könnte die Entwicklung von XRP hingehen? Und was macht der sogenannte Bankencoin anders als Bitcoin?
All diese Fragen und noch mehr möchte ich dir im zweiten Teil des nächsten XRP-Videos beantworten. Vergiss nicht noch schnell dein Like zu hinterlassen und den Kanal zu abonnieren. Danke für deine Unterstützung. Ich bin Miss Krypto und von Kryptos fasziniert. Bis zum nächsten Mal.